Mein Name ist Kai Germann. Ich bin seit gut 30 Jahren im Dunstkreis der Gestaltung tätig und als Designer einer von 3 Partnern der Agentur SOG mit Standorten in Berlin und Osnabrück. Begonnen habe ich Anfang der 90er Jahre damit, dass ich Plakate gestaltet habe für von mir selbst organisierte Veranstaltungen. Da war der Schritt dann irgendwo naheliegend, in eine Werbeagentur zu gehen. Das war damals schon die Agentur SO, die es heute jetzt schon seit gut 32 Jahren gibt. Dort habe ich 2 Jahre verbracht und habe dann gedacht, Mensch, Werbung, das muss noch ein bisschen seriöser gehen, und habe mich dann entschlossen, Designer zu werden. Und da haben sich dann unsere Wege erstmal ein bisschen getrennt. Ich bin zum Designstudium nach Köln gegangen. Und vor jetzt 2,5 Jahren haben wir uns wieder zusammengefunden. Meine Kompagnons haben sich in den letzten Jahrzehnten vor allen Dingen mit Werbung und Markenführung beschäftigt. Und ich mich primär mit UX-UI-Design-Themen. Und in unserer Agentur SOG führen wir jetzt eben diese Dinge zusammen, die sich unserer Meinung nach nicht ausschließen. Manchmal werden sie ja so ein bisschen getrennt voneinander betrachtet, sondern die auch zusammengehören. Also so, dass wir eben durchgängige Betreuung unserer Kunden gewährleisten können, von der Kampagne bis zum nutzerzentrierten Interface. Das Ganze tun wir unter einem Claim, den es schon so lange gibt, wie es die Agentur gibt, nämlich die bessere Idee schlägt alles. Also wir sind der Überzeugung, dass Dinge so gut sind wie die eine Idee, die über ihnen steht und sie zusammenhält. Ja, also eigentlich gibt es sogar 2 Auftraggeber und die damit einhergehenden Projekte, die mir besonders am Herz liegen bzw. ans Herz gewachsen sind. Das eine ist FSB, der Türklinkenhersteller, für den wir seit jetzt tatsächlich 16 Jahren arbeiten. FSB ist eine Marke, an der ich persönlich auch sehr hänge, die tatsächlich auch so ein Wegbereiter für meinen Berufswunsch war. Ich bin über das Unternehmen schon Anfang der 90er Jahre gestolpert, indem ich halt damals über Bücher von Ottl Eicher gestolpert bin und dachte, Mensch, also ein Unternehmen, was Bücher darüber macht, dass es Türklinken herstellt, was eine Edition auflegt, wo die FAZ damals gesagt hat, das ist der Verlag, der auch Türklinken produziert, das ist so verrückt, für die willst du irgendwann mal arbeiten. Ein anderer Kunde ist ein Hersteller von kollaborativen Robotern, Yuanda heißt er, für den arbeiten wir seit circa 4 Jahren. Das war damals ein Start-up, so ein bisschen Start-up-Charakter haben sie immer noch, und zwar ein deutsch-chinesisches Start-up. Wir haben damit angefangen, ein User-Interface für diesen Roboter zu entwickeln. Diese kollaborativen Roboter sollen ja möglichst auch von Leuten programmiert werden können, die ansonsten mit Robotik und Technologie nicht so viel am Hut haben. Ja, und aus der Zusammenarbeit mit dem Interface hat sich eine Vielzahl weiterer Projekte ergeben, bis zur Messegestaltung, Internetseite, Broschüren, dass wir am Erscheinungsbild arbeiten. Und auch da muss ich sagen, ist wirklich eine Freundschaft entstanden zu diesem Kunden. Und das finde ich immer wieder beflügelnd, wenn Kunde-Dienstleister-Verhältnisse so eine Ebene erreichen. Also da bin ich dann total stolz drauf. Also das IDZ ist schon ewige Zeiten bei mir präsent, da war ich noch gar nicht in Berlin. Also ich bin jetzt seit 11 Jahren hier, bin über das IDZ aber schon Anfang der 90er Jahre gestolpert, als ich noch gar nicht als Designer nun wirklich so richtig unterwegs war. Für mich war das immer eine der ganz entscheidenden und wesentlichen Institutionen im Bereich Design. Und als ich dann nach Berlin gezogen bin, war es für mich ganz klar, jetzt gehst du auch ins IDZ. Mir war noch nicht so ganz klar, was sich dann da für mich daraus entwickeln wird, was sich daraus ergibt, außer dass ich natürlich Interesse hatte, ein bisschen Networking zu betreiben. Über die Jahre ist das Verhältnis dann immer intensiver geworden. Wir haben dann auch Dinge zusammen gemacht. Ich durfte auf Veranstaltungen Vorträge halten. Was mich übrigens auch mit dem IDZ besonders verbindet, das ist die ernsthafte Auseinandersetzung, die da mit dem Thema Design betrieben wird. Eben Design nicht als Dekoration, sondern Design eben als Wirtschaftsfaktor, als gesellschaftlichen Faktor. Das entspricht total meiner Überzeugung. Und ich finde es auch sehr wichtig, dass das IDZ für uns ein wenig Lobbyarbeit betreibt. Also Design ist an allen Ecken und Enden, ist meines Erachtens nach aber bei weitem noch nicht in ausreichendem Maße Gesprächsthema und wird auch noch nicht in allen Bereichen in dem Maße inhaltlich wertgeschätzt, eben über das Verkaufende hinaus. Was natürlich auch ganz großartig ist, ist das Networking, was wir beim IDZ betreiben können. So haben wir zum Beispiel im letzten Jahr mit einem IDZ-Mitglied zusammen ein wunderbares Projekt gemacht, und zwar mit den Moniteurs.
die für den Flughafen München das Wegeleitsystem bearbeiten und wo wir dann eben Piktogramme aus Otto Eichers Piktogrammsystem zuliefern und auch neue Piktogramme entwickeln durften. Das ist einfach auch ganz großartig, wenn IDZler zusammenarbeiten können. Jetzt haben wir ja ein großes gemeinsames Projekt vor der Brust im nächsten Jahr, wo das IDZ Projektträger sein wird. Und zwar jährt sich im nächsten Jahr Otto Eichers Geburtstag zum 100. Male. Otto Eicher mag den meisten Designern ein Begriff sein. Auf jeden Fall kennt man die Dinge, die er erschaffen hat, wie zum Beispiel das Erscheinungsbild der Olympischen Spiele 1972 in München, was aus seiner Feder stammt, die Regenbogenspiele. Auch das Erscheinungsbild der Lufthansa wurde ganz maßgeblich von ihm mitgeprägt und der Entwicklungsgruppe 5 der Hochschule für Gestaltung in Ulm. Erscheinungsbilder für Braun, für Erco, eben für FSB, für den Türklinkenhersteller, für den wir heute auch tätig sind. Also er hat so einige Ikonen geschaffen des Corporate Designs. Und natürlich das ganz berühmte Piktogrammsystem, was eben erstmals für die Olympischen Spiele 72 entwickelt worden ist, was sich heute am Frankfurter Flughafen findet, auf dem Messegelände in Hannover, im neuen Designmuseum in London, was wir seit 1998 weiterentwickeln und neue Piktogramme dafür erschaffen und seit einigen Jahren auch in Bezug auf die Lizenzvergabe betreuen. Herr Otto Eicher feiert nächstes Jahr, also 2022, 100. Geburtsjubiläum. Das war für Florian Eicher, einen der Söhne von Otto Eicher, um nicht Anlass, uns zu überlegen, da müssen wir doch was machen. Wir haben das als Konzept für eine Internetpräsenz aufgesetzt, die wir im nächsten Jahr verwirklichen wollen. Die Arbeit beginnt auch jetzt schon. Und glücklicherweise konnten wir das IDZ gewinnen als Projektträger für dieses Projekt. In der weiteren Ausarbeitung des Konzepts zusammen mit dem IDZ sind dann auch noch 4 weitere Veranstaltungen entstanden. Das heißt, wir bespielen das Thema nicht nur im digitalen Raum, sondern auch in der realen Wirklichkeit. Auf diesen 4 Veranstaltungen werden wir Themen aufgreifen aus dem sehr vielfältigen Themenkosmos von Otto Eicher, der ja weit über Corporate Design und solche Themen hinausgeht. Und werden die auf zeitgemäße Weise beleuchten und in einen zeitgenössischen Kontext setzen. Und jetzt haben wir glücklicherweise die Zustimmung der Kulturstiftung des Bundes bekommen, die ganz entscheidend dieses Projekt im nächsten Jahr fördern würden. Ja, und da freue ich mich drauf, das im nächsten Jahr mit den tollen Leuten vom IDZ umsetzen zu dürfen. Ja, also eigentlich inspirieren mich derzeit 2 Dinge. Also das eine ist die Auseinandersetzung mit der gesamten Literatur von und über Otto Eicher, die ich jetzt wieder betreibe, eben vorbereitend für unser Projekt Otto Eicher 100. Die Bücher, die bei mir im Regal stehen und endlich wieder eine Würdigung erfahren und wo ich jetzt auch tiefer einsteige, das inspiriert mich extrem und dabei treffe ich dann so auf Bücher wie dieses hier in Rotes, ein Geschenk für Otto Eicher, in dem der Ort dargestellt wird, in dem Otto Eicher damals gearbeitet hat und sein Studio hatte. Ich finde das auch durchaus ganz aktuell heute noch, weil es eben um die Verbindung von Arbeiten, Leben, Netzwerken, von Begegnung geht, was uns eigentlich allen gerade so auf den Fingern brennt. Wie sieht Arbeit und wie sehen auch Arbeitsräume der Zukunft aus? Also in Rotes beschreibt er quasi ein Konzept von vor 30, 40 Jahren. Die Auseinandersetzung damit finde ich aber für heute dann auch genauso inspirierend. Und da sind wir eigentlich auch schon bei so der zweiten Sache, die mich derzeit inspiriert. Und zwar sind das auch so die Auswirkungen von Corona, die natürlich für uns auch herausfordernd sind. Aber ich finde, dass in diesen Herausforderungen ja auch viel Gutes entsteht oder damit einhergeht. Also dass wir quasi reingeworfen worden sind, Arbeitsprozesse zu hinterfragen, unsere eigene Digitalisierung und unsere eigenen Strukturen wurden auf den Kopf gestellt und modernisiert. Das ist in einer Geschwindigkeit gegangen, die wir sonst vielleicht gar nicht an den Tag gelegt hätten. Und das finde ich total inspirierend, welche Fragen man jetzt dort gestellt bekommt und auch beantworten muss. Da kann nur sein, dass es auch ein total produktiver Prozess, in dem wir uns da befinden.